Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse von Nassim Nicholas Taleb ist ein Buch, das die Art und Weise revolutioniert hat, wie wir über Zufall, Unsicherheit und Vorhersagbarkeit nachdenken. Taleb kombiniert seine Erfahrungen als Finanzmathematiker, Philosoph und Risikoforscher, um dem Leser zu zeigen, wie seltene, aber folgenschwere Ereignisse, die sogenannten schwarzen Schwäne, die Welt grundlegend beeinflussen. In seinem Werk argumentiert Taleb, dass die meisten bedeutsamen Entwicklungen der Geschichte, Wissenschaft, Finanzen und Technik durch solche unerwarteten Ereignisse geprägt wurden, auf die niemand vorbereitet war. Er deckt auf, wie unser begrenztes Wissen und unsere kognitiven Vorurteile dazu führen, dass wir diese Phänomene unterschätzen oder falsch einschätzen. Das Buch bietet nicht nur eine Anleitung zum Umgang mit Unsicherheit, sondern fordert auch dazu auf, sich mit den Grenzen des eigenen Wissens auseinanderzusetzen und Resilienz gegenüber dem Unerwarteten zu entwickeln. Talebs unterhaltsamer und provokativer Stil macht die komplexen Themen zugänglich, während er gleichzeitig zum kritischen Denken anregt. Der schwarze Schwan bleibt ein Meilenstein für alle, die verstehen wollen, warum gerade das Unvorhersehbare die Geschichte bestimmt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Natur des schwarzen Schwans. Im Zentrum des Buches steht das Konzept des schwarzen Schwans. Ein schwarzer Schwan ist ein seltenes, unvorhergesehenes Ereignis mit extremer Wirkung und wird oftmals erst rückblickend rationalisiert. Taleb erläutert, dass solche Ereignisse nicht selten sind, sondern vielmehr einen Großteil der Geschichte, ob in der Wissenschaft, Wirtschaft oder im persönlichen Leben, bestimmen. Die meisten Menschen verfallen jedoch in den Fehler, nur das Naheliegende zu betrachten und Wahrscheinlichkeiten anhand vergangener Daten zu kalkulieren. Taleb zeigt auf, wie gefährlich diese Sichtweise ist, da sie uns blind für das Unerwartete macht. Seine kritische Analyse deckt Denkmuster auf, die zu Fehleinschätzungen in Bezug auf Risiko und Vorhersehbarkeit führen. Ein Verständnis von schwarzen Schwänen hilft dabei, Ereignisse wie globale Finanzkrisen, politische Umwälzungen oder technologische Revolutionen besser einzuordnen und sich auf das Nicht-Vorhersehbare vorzubereiten. Zweitens: Kognitive Verzerrungen und ihre Rolle. Taleb widmet einen großen Teil des Buches der Erforschung kognitiver Verzerrungen, insbesondere jenen Denkfehlern, die unsere Einschätzung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten trüben. Zu diesen Verzerrungen zählt unter anderem der Rückschaufehler, bei dem wir Ereignisse der Vergangenheit als vorhersehbar betrachten, obwohl sie es faktisch nicht waren. Ein weiteres Beispiel ist die Überbewertung des Bekannten und die Vernachlässigung des Unbekannten. Diese mentalen Fallen führen dazu, dass wir unsere Umwelt und die Eintrittswahrscheinlichkeit extremer Ereignisse falsch einschätzen. Taleb erklärt, wie diese Verzerrungen tief in unserer menschlichen Natur verankert sind und warum sie auch von Experten oft nicht erkannt werden. Dadurch wird deutlich, dass ein rationaler Umgang mit Risiken und Unsicherheiten meist weit schwieriger ist als allgemein angenommen und warum übliche Modelle, welche die Vergangenheit als Maßstab nehmen, in einer Welt voller schwarzer Schwäne oft versagen. Drittens: Die Unzulänglichkeit von Prognosen. Taleb argumentiert, dass unsere Gesellschaft zu sehr auf Prognosen und Vorhersagemodelle baut. In Wirklichkeit sind die entscheidenden Veränderungen meist nicht vorhersehbar, weil sie auf schwarzen Schwänen beruhen. Während viele Experten und Analysten versuchen, mittels komplizierter Modelle die Zukunft vorherzusagen, lenkt dies oftmals von den tatsächlichen Risiken ab und gibt eine trügerische Sicherheit. Insbesondere in der Finanzwelt kann das blinde Vertrauen auf Prognosen zu katastrophalen Fehlentscheidungen führen. Taleb zeigt auf, dass es viel wichtiger ist, sich auf das Unerwartete vorzubereiten, indem man robuste Strukturen schafft und sich auf die Resilienz gegenüber Schocks konzentriert, statt sich ausschließlich auf die vermeintliche Genauigkeit von Vorhersagen zu verlassen. Dieser Ansatz hat fundamentale Auswirkungen auf Entscheidungsfindung, Risikomanagement und Strategieentwicklung in allen Lebensbereichen. Viertens:
Antifragilität als Antwort auf Unsicherheit. Ein zentrales Konzept des Buches ist die Idee der Antifragilität, also die Fähigkeit von Systemen, durch Schocks und Unsicherheiten nicht nur widerstandsfähig zu bleiben, sondern daran zu wachsen und stärker zu werden. Taleb unterscheidet zwischen fragilen, robusten und antifragilen Systemen und plädiert dafür, antifragile Strukturen zu fördern. Das bedeutet, dass man seine persönliche und berufliche Situation so gestalten sollte, dass sie von Unsicherheiten und unerwarteten Ereignissen profitieren kann. Antifragilität setzt Kreativität und Flexibilität voraus. Statt Unsicherheiten zu fürchten, sind sie als Wachstumschancen zu begreifen. Taleb erklärt, wie man dieses Prinzip in Wirtschaft, Unternehmensführung, persönlicher Entwicklung und sogar in der Politik anwenden kann. Auf diese Weise wird Unvorhersehbarkeit nicht zur Bedrohung, sondern zur Ressource für Innovation und Fortschritt. Schließlich praktische Strategien für den Umgang mit schwarzen Schwänen. Taleb bleibt nicht bei der Theorie stehen, sondern gibt dem Leser konkrete Werkzeuge an die Hand, um mit den Implikationen des schwarzen Schwans praktisch umzugehen. Dazu gehört, Risiken asymmetrisch zu managen und sich möglichst viele Vorteile bei gleichzeitig geringem Nachteil zu verschaffen. Weitere Strategien sind die Diversifikation von Investments, das ständige Hinterfragen des eigenen Wissens und die gezielte Suche nach optionalen Chancen, Optionen. Taleb spricht auch darüber, wie wichtig es ist, einfache Regeln zu befolgen und unnötige Komplexität zu vermeiden. Praktische Beispiele aus der Finanzwelt, dem Unternehmertum sowie dem alltäglichen Leben verdeutlichen, wie man sich so auf das Unerwartete einstellen kann. Seine Empfehlungen richten sich an Einzelpersonen ebenso wie an Organisationen und sind darauf ausgelegt, Robustheit und Anpassungsfähigkeit zu steigern. Zusammenfassend: Der schwarze Schwan ist ein Buch für alle, die sich mit der Welt der Unsicherheiten, Risiken und Unerwartetem auseinandersetzen müssen, sei es im Beruf, als Investor, Unternehmer, Wissenschaftler oder einfach als wacher Zeitgenosse. Besonders Menschen in Entscheidungspositionen, die Verantwortung für große Organisationen tragen, profitieren von Talebs Analysen und Denkanstößen. Das Buch lehrt uns, dass Planung und Kontrolle zwar wichtig sind, aber ohne Berücksichtigung des Unvorhersehbaren gefährlich werden können. Statt an Perfektion oder vollständige Voraussagbarkeit zu glauben, macht es uns sensibler für die echten Treiber des Wandels und zeigt, wie man aktiv Robustheit und Antifragilität aufbaut. Wer Talebs Gedanken konsequent umsetzt, kann persönliche und berufliche Niederlagen besser verkraften, Chancen frühzeitiger erkennen und sich in einer unsicheren Welt besser positionieren. Im Vergleich zu anderen Werken bietet dieses Buch ein radikal anderes Verständnis von Prognostik und Risiko, das jenseits gängiger Ratgeberliteratur liegt. Es regt dazu an, die eigenen Denkweisen kritisch zu hinterfragen und sich nicht von Scheinwahrheiten und Modellen in trügerischer Sicherheit wiegen zu lassen. Gerade deshalb ist der schwarze Schwan nicht nur für ökonomisch Interessierte, sondern für alle, die sich auf die Herausforderungen der modernen, komplexen Welt vorbereiten wollen, eine lohnende Investition. Wenn Sie unterstützen möchten, Nassim Nicholas Taleb, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.